Knödel oder Fondue? Boah, schwer. Punkrock oder Techno? Punkrock. Ist Fortis Punkrock? Ja. Schnelle Frage, schnelle Antwort. Aye, Captain. Ja, also entweder oder. Jupp Heynckes oder Ottmar Hitzfeld? Jupp Heynckes. Obwohl also Hitzfeld, Entschuldigung. Du kannst. Es sind beides Götter, okay? Ja. Ich bin FC Bayern-Fan durch und durch. Klar. Aber Jupp Heynckes hat natürlich schon einen ganz anderen Stellenwert. Warum? Ja, der ist dreimal wiedergekommen und dreimal war erfolgreich und dann holt er noch das Triple. Was Schöneres kannst du einem Bayern-Fan nicht antun. Ottmar Hitzfeld kam in die Schweiz. Der kam in die Schweiz. Hat er auch einen geilen Job gemacht. Kann man sagen, was man will. War einer der besten Trainer. Ja, absolut. Ja, definitiv. Bier oder Wein? Zuerst ein Bier und dann Wein. Erst was gegen Durst und dann was für ein Genuss. Ja. Was ist dein Lieblingsbier? Tegernseer. Knödel oder Fondue? Boah, schwer. Nicht Verzeihung. Beides geht nicht, gell? Beides geht nicht, gell? Vor 10 Jahren nicht noch Knödel, heute Fondue. Okay. Ja. Im Sommer nicht. Ja. Also im Sommer kann ich kein Fondue essen. Auf der Gartenterrasse. Aber schwierig. im Winter kann ich es jeden Tag. Okay. Großartig. Diesel oder Elektro? Benzin. Hybrid? Ganz schwieriges Thema. Ich glaube, dass dieses Thema Nachhaltigkeit wichtig ist. Ich glaube auch, dass wir in der Mobilität umdenken müssen in Zukunft. Ja, ich bin ein Mensch mit Benzin im Blut, ich gebe es zu. Ja, wenn du mir einen V8 gibst, werde ich den immer dem Tesla vorziehen. Es gibt gar keine Diskussion. Ja, aber auch ich werde mich hier etwas umstellen müssen in Zukunft und überlegen, gibst du jetzt deine emotionfreien Lauf oder fängst du mal an, vernünftig zu denken? Ob die Elektromobilität umweltfreundlicher ist, möchte ich bezweifeln. Aber da gibt es 1000 Studien, da gibt es Leute, die sich besser auskennen. Ich glaube, dass Elektro stadtfreundlicher ist wegen dem Smog. Deswegen habe ich immer gesagt, wenn du mir ein Hybrid baust, wo ich am Stadtrand umschalte und sagst, so, in der Stadt fahre ich elektrisch und außen kann ich wieder meinen V8 einschalten, Ja. dann werde ich dieses Auto kaufen. Also Elektro mit V8. Ja, genau. Okay. Das Problem ist, das gibt es noch nicht. Eben, das muss noch erfunden werden. Aber weil vielleicht fahre ich sogar mal irgendwo ein Elektroauto. Du weißt es nicht, was Man weiß passiert. nie. Sag Ja. niemals nie. Lernen und wieder verlernen. Aber heute sage ich ganz klar Benzin, auch nicht Diesel. Ich bin Benzin-Fan. Okay. Homeoffice oder Büro? Ja, beides geil. Ich bin übrigens, wenn es immer heißt, so mal so, ich bin der Mensch, ich brauche Abwechslung. Ich kann nicht jeden Tag das Gleiche machen. Das langweilt mich zutiefst und dann falle ich in so einen Trott rein und dann habe ich keine Motivation mehr. Ich muss Abwechslung haben im Leben. Und deswegen bin ich großer Befürworter von Büro und Homeoffice. Ein Mix Ein von Mix, beiden. genau. Ja. Und auch nicht immer am Mittwoch Homeoffice. Mach's mal am Montag, mach's mal am Donnerstag, mach's mal hier, mach's mal da. Bring Abwechslung in deinen Alltag und verlier nicht die Power. Morgens oder abends duschen? Abends. Ja? Ich gehe nicht verschwitzt ins Bett. Netflix oder Kabelfernsehen? Netflix. Echt? Voll. Ja? Das ist interessant. Ich habe mich so lange geweigert. Kennst mich ja, ich bin ja auch ein extrem sturer Mensch manchmal. Und auch Es geht nicht lange und dann... Es geht nicht lange. Das ist auch was Neuerungen angeht, tue ich mich manchmal etwas schwer, was bei der Digitalisierung. Also vor 2 Jahren, kannst du dich erinnern, bin ich noch gekommen mit Zetteln und heute mache ich alles in Trello und so ein Zeug. Also ich kann mich umstellen. Slack, Trello, Microsoft Teams kommen. Schmarrn. Egal. Unglaublich, ja. Was war das? Ich kann mich aber noch erinnern, nur das als Notiz. Wo sind wir geflogen? Wir sind irgendwo hingeflogen. Ja. Und eigentlich war ja ich immer am Anfang der sehr digital unterwegs war. Du bist war. der alles neu ausprobieren muss. Alles, was neu auf den Markt kommt, wird sofort runtergeladen. Ja, und ich bin so der Analogmensch. Ja. Und im Flieger sitze ich mit dem iPad und du mit dem Buch. Ja, genau. Das fand ich dann wieder super. Das ist richtig. Nein, aber wenn ich mich mal umstelle, also wie gesagt, Netflix habe ich mich ganz lang geweigert, sage ich, ich brauche dieses Streamen nicht und Kontrolle hier von außen und dann können die alles sehen. Ich bleibe beim Fernsehen. Aber dann hat man mal Blut geleckt und dann habe ich aber auch alles. Dann habe ich jetzt auch Amazon Prime und Disney Plus und den ganzen Schmarrn. Und jetzt in Wahrheit haben wir jetzt ertappt, ich habe hier seit 2 Jahren keinen Sendersuchlauf mehr gemacht. Ah, du guckst gar keinen Kabelfernsehen Ich schaue nicht mehr und wenn ich es Normales schaue, dann denke ich mir, was für ein Scheiß.
Ja. Also, wenn Die dann Werbung zum Beispiel. ich schaue jetzt Öffentlich-Rechtliches, merke ich. Ich habe früher nie ARD, ZDF, SRF, ORF geguckt. Ja. Heute nur noch das. Die ganzen Privaten kannst du alle in die Tonne treten. Das ist so ein Schmarrn, muss ich mir echt nicht antun. Okay, also wie die Quarzuhr wird es in der Zukunft vielleicht weniger Menschen geben, die das noch gucken. Wahrscheinlich. Ja, okay. Richard Branson oder Elon Musk? Richard Branson. 100%ig. Ja. Klar ist der Musk ein großartiger Mensch. Sein Leben möchte ich nicht führen, aber ich laufe ihm nicht hinterher. Was Und macht diese- aber Musk das ist- anders als Branson? Oder Branson anders als Ich glaube, Musk? der Branson macht einfach nur sein Ding, weil er es cool findet und weil er sagt, ich bin erfolgreich und habe Spaß dabei. Das finde ich cool. Ja, dafür habe ich ganz großen Respekt und sage, das ist Authentisch dann wieder, Das oder? ist authentischer. Dann bei Musk, den schaue ich immer an und denke, mein Gott, du bist doch total im Arsch, Junge. Das ist ja, du hast ja rot unterlaufene Augen, du hast doch keinen Spaß im Leben. Pennt unterm Büro. Ja, boah, willst du das echt? Ja. Und das mag bestimmt ein netter Kerl sein. Ich will überhaupt nichts, ich erlaube mir keine Meinung über Menschen, die ich nicht kenne. Ja, ich erlaube mir Meinung über Menschen, die mir hinterherlaufen, weil die kenne ich. Und wie sie teilweise dann wie die Jünger eben ihren großen Ding hinterherlaufen, nein, das mache ich nicht. Vielleicht ist das der Grund, warum ich eher Branson als Musk bin. Patek Philippe oder Lange und Söhne? Keins von beiden. Echt? Wenn ein Patek Philippe, weil es erstens noch ein Familienunternehmen ist, Lange und Söhne natürlich ist großartig, was sie machen. Ich finde es toll, dass diese Marke gibt. Ich finde es großartig, was sie leisten. Ich habe ganz Respekt vor diesen Uhrmacher, aber ich bin sowieso keiner, der sofort, es wird keine Horlogerie. Also wir werden keinen Tourbillon irgendwie einbauen, weil er nicht robust ist. Ganz einfach, weil die Uhr muss funktionieren. Patek, weil ich die Ikonen wie Nautilus, das ist Design pur. Das ist in 100 Jahren noch geil. War ja auch provokant. Das war provokant, was sie gemacht haben. Und ich glaube nicht, dass es am Anfang ein Erfolg war. Aber es ist großartig, was sie da gemacht haben. Und es ist eine tolle Uhr. Ich glaube, dann eher Patek. Aber eigentlich in Wahrheit keins von beiden. Okay. Ich habe übrigens auch keine einzige von diesen beiden Marken. Was ist die teuerste Uhr, die du hast? Eine Freak von Ulysse Nardin. Okay, die ist limitiert, oder? Die war limitiert. Ja. Aber ich sage jetzt nicht, welche Nummer drauf steht. Die ist sehr tief. Ja, genau. Und einstellig. Einstellig, nein. Das war es, weil ich einfach faszinierend fand, die Uhr an sich. Also das war, ich kaufe solche Sachen eigentlich nicht, weil ich sage, das ist nicht mein Anspruch. Eine Uhr muss einfach schön vom Design sein und sie muss funktionieren. Sie muss ein Traktor sein, weil ich einfach ein Mensch bin, der nicht aufpasst im Leben. Also ich knall da schon mal an den Türstock. Ja. Bei der war das jetzt andersrum, da war einfach dieses Uhrwerk auf dem Zeiger, das, wo ich sage, wow. Respekt. Toll. Jean-Claude Biver oder Nicolas Hayek? Biver. Natürlich. Was fasziniert dich an Biver? Weil er ein Mensch ist, der einen emotional packen kann. Das fand ich toll. Ist ein Mensch, dem du gerne zuhörst. Und der mit voller Power Tag und Nacht arbeitet. Und er hat was erreicht im Leben und da habe ich Respekt vor. Hayek hat auch was erreicht. Keine Frage, aber das ist einfach auch eine persönliche. Ich finde es toll, wenn ich mag Menschen, denen ich zuhören kann. Wenn ich sage, wow, wieder was gelernt im Leben. Haben wir, also Biver ist ja immer noch mit einem Bein in der Uhrenbranche, ganz klar, aber wenn er nicht mehr da ist, werden wir was verlieren? Ja, definitiv. Diese Uhrenbranche braucht für mich wieder eins dieser Zugpferde. Es braucht diesen einen, der ansagt und in eine Richtung geht. Damit auch wir es lernen, gemeinsam zu arbeiten. Du brauchst diesen Menschen, der verbindet. Harmonisiert wieder. Ja, harmonisiert. Und uns an einen Tisch bringt. Und der ist mit, ich weiß nicht, ob es Biver wirklich war, aber mit Biver, glaube ich, verschwindet eine dieser großen Gestalten, die es unbedingt braucht. Unbedingt. Kommt mit Sicherheit auch wieder. Das ist die Natürlichkeit einer Sache, dass sie, wenn sie es braucht, kommt es auch wieder. Apple oder Microsoft? Apple. Obwohl ich früher nur Microsoft, also das ist auch was sich geändert hat, gell? Ich war früher nur Microsoft, sage ich, diese blöden Apple-Jünger sind wir wieder bei Elon Musk, die brauche ich nicht, ja? Die jeden Fehler in ihrem Produkt ignorieren, ja? Weil sie es nicht wahrhaben wollen, dass ihre Marke auch Fehler hat. Und das ist für mich die falsche Lebenseinstellung. Jeder Mensch hat Fehler. Du bist ein Mensch und du hast Fehler. Auch ich habe sie und jeder andere hier im Raum.
Ja, akzeptiert es. Aber irgendwann, ich bin dann auch ein Typ, der mit digital nicht wirklich kann. Und irgendwann fängst du an mit Apple und dann war das halt einfach für mich logisch. Ich habe es einfach sofort verstanden. Und es sieht geil aus. Weil sie mehr auf Design setzen, vielleicht auch Benutzerfreundlichkeit. Sieht einfach besser aus, das Zeug. Okay. Aber Kaffee oder Tee? Kaffee. Wie viel Kaffee trinkst du am Tag? Viel zu viel. Am Wochenende auch? Ich kann vor und essen, während dem Essen und nach dem Essen. Was ist dein Lieblingskaffee? Schwarz. Schwarz wie meine Seele. Okay, letzte Frage. Sehr einfach. Ja. Punkrock oder Techno? Punkrock. Techno ist das Letzte. Ist Fortis Punkrock? Ja. Für mich schon. Es kommt aber die Frage, wie du Punkrock definierst, da kannst du dich auch zu Tode diskutieren. Ja, was ist Punkrock? Wie lange habe ich diese Diskussion schon geführt in meinem Leben? Ja, für mich ist es so ein bisschen Widerstand und mal ein bisschen hinterfragen und querdenken. Und das ist Fortis. Ja, nimm die Dinge nicht hin, wie sie sind. Hinterfragen, wenn gut ist, mach's. Das war ein gutes Schlusswort. Danke. Sehr gerne.